Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamova. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich beim Bau meiner Modellbahnanlage in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und in diesem Video geht es um das Thema Wendel. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, was soll ich sagen? Ihr könntet sehen, da ist das Ding. Und bevor ich jetzt hier mal viele Worte verliere, zeige ich euch einfach die Details zum Bau. Und nach dem Video sehen wir uns wieder. Gut, dann hole ich euch mal ein bisschen ab. Also hier ist ein Kreis ja schon aufgezeichnet. Und das ist der Kreis, worüber dann der Wendel aufgebaut werden wird. So. Jetzt hole ich euch echt noch am Anfang ab, weil ich habe direkt das erste Thema zum Lösen. Das hier sind diese Wendelbrettchen, die sind 6 mm dick und auf diesen 6 mm kommen nochmal 3 mm Gummikork drauf zur Dämmung. Das heißt, ich habe hier 6 plus 3, bin ich bei 9 mm. Die eigentliche Dämmung von der Platte hier von der Unterseite ist 5 mm stark. Jetzt habe ich vor, dass ich erstmal hier 2 Schnitte reinmachen werde, einmal hier, und dann die Matte anheben werde, und zwar, dass die Oberkante dieser 5 mm Matte auf der Oberkante bei diesen, 6 plus 3 kommen wird. So, und zwar habe ich im Bauhaus mir sogenannte Ziehklinge besorgt. So eine Ziehklinge gibt es fertig, kostet ungefähr 2 Euro. So, die Klinge einfach zum Vorstellen, kommt jetzt da drunter. Hier kommt dann wieder Dämmmaterial drauf und dann kann ich das Ganze hier anheben, ohne dass es vielleicht den Bogen durchhängt, sondern dann kann ich den kompletten Schienenbereich anheben. So der Plan. Oder aber, was mir besser gefällt, weil die Klinge ist ein bisschen zu schmal, habe ich mir hier so einen Ziehspachtel besorgt. Dann werde ich quasi das Holzstück hier entfernen, dann kann man das ein bisschen besser sich vorstellen. Die Platte kommt unten drunter, hier kommt eben Gummikorb 5 mm drauf, da drauf die Schiene. Und dann kann ich die Platte komplett anheben, ohne dass die Schienen im Bogen durchhängen. Und zwar auf das Niveau von dem Brettchen mit der 3 mm Verkorkung. Gut, der Teil ist raus. Da kommt dann jetzt hier das erste Viertelbrettchen rein. Das wird jetzt hier angestoßen werden. So, die Löcher sind gebohrt. Jetzt kommen halt diese Gewindehülsen rein. Die werden mit dem Imbus festgezogen. Und wenn ich die drin habe, melde ich mich wieder. So, hier hinten kann man jetzt sehen, dass ich auch den ursprünglichen Gummikork entfernt habe. Jetzt wird es auch deutlich, hier kommt dann die Platte rein. So, die passt hier wunderbar rein. Und jetzt kommt die neue Matte, die kommt hier drauf. Die andere hat halt, wie vermutet, ist sie auch kaputt gegangen. Die kommt hier drauf, die wird jetzt hier an der Stelle festgeklebt und auch auf der Platte. Und später kann ich die Platte dann in Gänze hochlegen. Hochnehmen und das Ding ist dann so starr, dass es nicht durchhängt und ich eine vernünftige Zufahrt mir da irgendwie einstellen kann. Ja, das machen wir erstmal. Hier habe ich mir übrigens mal eine Liste gemacht zu jedem Grad, also das sind ja jetzt hier 0 Grad oder bei einmal rum sind wir bei 360, hier bei 45 bei 90 Grad und da habe ich mir halt ausgerechnet, wie hoch muss denn die erste Windung sein, gemessen hier von der Abdeckung. Und dann brauche ich nicht immer ausrechnen, sondern habe das direkt da und kann es einfach nur noch einstellen, nivellieren. Und dann bin ich relativ schnell durch, denn das ist genau wie beim Tapezieren. Die erste Bahn, also sprich die erste Windung ist die schwierigste, die muss genau sein. Danach kann man dann mit Abstandsklötzchen arbeiten und dann geht das relativ flugs vonstatten. So die Hoffnung. Okay, so hier, das ist jetzt auch fest und darunter verbirgt sich dann halt hier die Metallplatte. Die muss ich jetzt entsprechend, da werde ich wahrscheinlich unten 2 Schräubchen oder was reinmachen, die kann ich dann in die Höhe verstellen, so dass dann der Übergang später hier passend
ich zeige euch das mal von vorne. Das werde ich dann so einstellen, dass es halt hier passend zum Übergang dieser Dämmung sein wird. Okay, apropos Dämmung, bis jetzt habe ich eigentlich das Gestänge soweit vorbereitet, wie man hier sieht, und auch die Höhen im Dreiviertelkreis sind schon ausgerichtet. Und jetzt werde ich mich um den mittleren Teil hier kümmern. Da kommt also jetzt Dämmung drauf, 3 mm Gummikork. Und dazu werde ich mir jetzt erstmal eine Schablone machen, denn ich werde die nur so breit machen, dass die zwischen dem Gestänge und zwischen den Schrauben hier passt. Da muss ich keine Löcher nachher ausfräsen. Dann habe ich zwar hier am Rand immer schön Holzrand, aber hey, das reicht hier vollkommen aus. Dazu mache ich mir jetzt eine Schablone und wie ich mir die mache, das zeige ich euch jetzt auch. Ja, so eine Schablone zu bauen ist jetzt auch kein Hexenwerk. Dazu nutze ich dann hier so eine Dämmplatte, die man so zum Verlegen von Laminat verwenden kann. Die ist jetzt 5 mm dick und dann schneide ich halt hier ein von diesen Viertelstückchen aus. Das habe ich jetzt hier schon mal gemacht. Das Zeug ist ganz einfach zu beschneiden. Und das ist jetzt schon mal die erste, ich sag mal, Rohform einer Schablone. Die werde ich jetzt noch verfeinern und anpassen. So, wie man hier sehen kann, habe ich jetzt die Abdrücke hier auf diesem Schaumstoffzeug. Also ich werde hier einfach eine Achse nehmen und dann rolle ich hier vorsichtig am Rand von der inneren Schiene und der äußeren Schiene entlang. Hier kann man das schon so ein bisschen sehen, dann gibt es hier nochmal einen Abdruck. Ja, passt. So machen wir es erstmal. Also jetzt ein bisschen Zeit mitbringen und mit der Achse da lang rollen. Das wird schon. So, und nachdem ich dann den äußeren Teil getrennt habe und den inneren Teil da rausgelöst habe, habe ich jetzt genau im Grunde die rohe Schablone, die ich jetzt für die Wendelisolierung brauche. Allerdings, wie gesagt, ist die viel zu weich. Und da habe ich mir überlegt, ich übertrage diese jetzt hier auf eine Hartfaserplatte. Da wird einfach nachgezeichnet werden. Und dann werde ich in kleiner Sisyphusarbeit mit einem Teppich oder Cuttermesser immer wieder die Zeichnung landen gehen, so lange bis ich die 3 mm durch bin. Und mit dieser Hartfaserschablone kann ich dann halt jetzt diese 3 mm Gummikorkmatten beschneiden. So, als erstes nutze ich die Schablone jetzt mal dazu, hier die Umrandungen mal einzuzeichnen. So, jetzt werde ich erstmal hinten den Kleber dort auftragen innerhalb von der Markierung. Und jetzt heißt es ungefähr eine Stunde oder 2 Geduld haben und dann geht's weiter. In der Zwischenzeit werde ich mich mal hier mit der Zufahrt beschäftigen. Als nächstes kümmere ich mich mal hier um den Übergang. Ihr wisst, ist ja hier sind ja Metallplättchen drunter und eine Metallplatte drunter. Jetzt werde ich mir erstmal die Differenz aufmessen, den Höhenunterschied von dem Teil hier zu ihm. Dann setze ich da kleine Senkkopfschrauben rein und drehe die so weit runter, dass sie vernünftig gestützt wird, hier die Metallplatte, und hier einen sauberen Übergang gibt. Ich denke, so kann man es lassen. Gut, dann kann ich jetzt die Schienen legen. Gut, dann komme ich mal zu dem Thema Verbinden von diesen Wendelbrettchen hier. Man hat ja immer so grundsätzlich das Thema, dass man möglichst wenig Steigung haben möchte. Das bedeutet, dass die nächste Lage relativ flach oben drüber liegt. So, die meisten werden ja so verbunden, ich mache das gerade mal andersrum, dann wird jetzt hier ein Zwischenbrettchen unten drunter gemacht und dann kommt das andere, wird dann hier daneben drauf geschraubt. Dadurch haben dann die Übergänge eine fixe Bindung und das ist eigentlich relativ stabil. Nachteil ist, hier unten kann man es sehen,
Dieses Brettchen ragt nach unten hin raus, und wenn ich hier eine relativ, sag mal, flache Ebene haben möchte, beziehungsweise eine geringe Steigung haben, dann muss die darunter liegende Lage knapp drunter sein. So, jetzt haben wir das Problem, dass bei Dieselloks und Dampfloks die einfach salopp durchfahren, aber beim Pantographen, bei E-Loks kann das schon mal doof werden, ne? Da hatte mich dann mein Flügelmann draufgebracht, sagte, weißt du was, dann mach doch einfach Folgendes, säg die beiden Dinger hier doch mal durch, einmal hier und einmal hier, dann hast du quasi 2 Laschen und in der Mitte alles frei. Ja, und dann kannst du die beiden auch miteinander verbinden. Die Idee fand ich zunächst ganz gut, aber ich hatte da noch eine Anregung, weil, wenn ich hier oben auf der Lage bin, dann kommt ja hier die Dämmung drauf. So, als Beispiel. Also warum mache ich dann die Brettchen gekürzt, aber jetzt nicht hier oben drauf? Und genauso werde ich es dann halt auch tun. Dann ist es nämlich unten drunter. Da gibt es dann kein Brettchen mehr. Also ich habe da quasi einen flachen Übergang. Da ist nichts mehr, was irgendeinen Pantographen stören könnte. Und nach oben hin gleicht sich das ohnehin fast aus, weil die Dämmung ist 3 mm hoch, dann kommt das Gleismaterial noch drauf. Das sind dann in Summe mit Schwellen und Gleisoberkörper nochmal 3 mm, dann bin ich bei 6 mm. Und oh Wunder, dieses Brettchen hier, dieser Zwischenverstärker, liegt auch bei 6 mm. Das heißt, dann bin ich eigentlich oben wie unten plan, und für meine kleinen Maschinchen ist da nichts Störendes mehr bei. So, die erste Windung ist fertig. Und jetzt hole ich euch mal zum Zwischenstand ab. Vorher fahre ich die beiden Testzüge nochmal wieder erst weg. Und dann schauen wir uns mal die erste Windung an, was ich da jetzt gemacht habe. So, dann machen wir mal einen kleinen Zwischenstand. Ja, immer zum Übergang einer Windung nehme ich hier diese Formgleise. Das hat für mich den Vorteil, dass ich genau diesen Übergang, wo ich auch eine Isolation reinsetze, glatte, saubere Bogenübergänge habe. Und dort angeschlossen nehme ich dann Flexgleise. Ich verwende hier Minitrix Flexgleise. Die sind schön weich, die kann man schön anpassen, anformen. Und der Bogen wird dann hier wieder an so einem Formstück angeschlossen. Ja, auch im Wendel verlöte ich die Gleisanstöße, und bei mir hier verwende ich für den inneren Radius R4 und für den äußeren R5 Fleischmann. Wenn man dann auf die Länge kommt, dann ist man bei 2,20 Meter im äußeren Umfang und bei ungefähr 2,06 Meter im inneren Umfang. Und ich bleibe auch hier im Wendel meiner Linie treu, alle 70 cm einzuspeisen. Und bei 2,20 Meter kommt das in etwa auch hin. Ein bisschen mehr, aber hey, ne, sind dann ungefähr alle 70 cm wird eingespeist. Also hier auf den Kreis bezogen, alle 120 Grad wird sowohl der innere als auch der äußere Bogen eingespeist. Hier kann man jetzt auch gut erkennen, wie ich das mit den Übergängen meine. Das durchgängige Brettchen, was es hier gab, das habe ich eben an 2 Stellen getrennt. Dadurch gibt es halt diese beiden kleinen Laschen, und dadurch, dass ich die jetzt oben anbringe, bleibt es dann unterhalb schön frei, und ich habe genügend Spielraum zwischen Gleisoberkante und der Decke der darüber liegenden Windung. Ja, passt hervorragend. Auch hier hat man ja vorhin gesehen, die Züge sind vorbeigefahren, kommen hier nicht ins Gehege, passt alles wunderbar. Ja, soweit so gut. Jetzt sind wir mit dem ersten Umfang durch, oder mit der ersten Windung durch. Und jetzt melde ich mich dann wieder, wenn ich die Wendel fertig habe, weil das ist jetzt immer das gleiche Schema. Und jetzt setze ich die nächste Windung auf. Okay, wir sehen uns später. Ja, für die Detailverliebten jetzt noch so ein paar Infos zum Wendel. Der Wendel überbrückt hier von unten bis hier oben hin rund 30,8 cm, hat einen Umfang bzw. einen Durchmesser
komplett außen von 80 cm. Er ist zweispurig verlegt, hat in Summe 5,5, 5,75, geht ungefähr bis hierhin. Windungen, ja, was kann man noch dazu sagen? Verbaut habe ich ich sag mal hier, erstmal ist es zweigleisig, außen benutze ich R5 Gleis, Fleischmann. Das sind, wenn ich richtig sage, 3,626 oder 9 mm im Radius. Innen verbaue ich R4 Fleischmann. Das war, ich glaube, 329 mm. Naja, ein kompletter Kreis im Außenumfang sind ungefähr 228 cm, also 2,28 Meter. Der Innenkreis beträgt 2,08 Meter. Ich halte hier meine, ja, das sieht man hier auch, meine alle 70 cm Einspeisungen ein. Das heißt, es gibt im Grunde 3 Einspeisungspunkte, da es ein Kreis ist, also alle 120 Grad. Die Einspeisungen sind immer zweipolig, so wie vorher auch schon. Diese Pole kommen dann hier unten auf den Verteiler, den habe ich dann auch schon mal mal vorgestellt bei der Sensibilisierung von einem Belegtmelder. Einmal ist es, ja, ich sag mal, das hinführende Gleis und dann das abführende Gleis. Und von dort aus geht es dann halt hier auf die Belegmeldung. Ja, was kann man noch sagen? Ach so, ja, mit dem ganzen Umfang und der Anzahl der Windungen hat, ich sag mal, der innere Teil, da komme ich in Summe auf 11,4 Meter Gleis. Verbaut habe ich Minitrix flexibles Gleis. Der Außenradius kommt in Summe dann auf 12,5 Meter, also bin ich hier knapp bei 24 Meter Flexgleis. Die Übergänge von Windung zu Windung habe ich mit Standardformgleisen gemacht. Das heißt, hier ist ein echtes Gleis, hier ist ein echtes Gleis. Das gewährt mir dann immer saubere Übergänge bei den Verbindungen. Ja, außerdem sind das dann auch immer die Trennungen. Jede Windung hat eine eigene Belegmeldung, beziehungsweise jede Spur jeder Windung hat eine eigene Belegmeldung. Bei 5,5 Windungen mal 2 komme ich letztendlich auf 12 Belegmeldungen, die ich hier verwendet habe. So, was kann man noch dazu sagen? Ach so, ja, eigentlich das Wichtigste, was am Anfang hingehört. Gefälle und Steigung, ich sage mal, fahre hier Rechtsverkehr, das heißt, der innere Kreis ist das Gefälle, dafür fahren wir immer runter. Das liegt ungefähr bei 2,4, 2,5% oder Promille und auf der anderen Seite in der Steigung liegen wir in etwa bei 2,2. Ja, was habe ich noch vergessen zu sagen? Bauzeit. Bauzeit ist auch immer, das ist ja hier im Video immer kurz dargestellt. Das ist jetzt, ich sag mal, nicht dementsprechend, was man wirklich baut. Ich habe für diesen Wendel rund 60 Stunden gebraucht. Ja, mehr gibt es jetzt eigentlich hierzu, glaube ich, erstmal nicht zu sagen. Wenn ihr Fragen habt, dann über die Kommentare. Und ansonsten gibt es jetzt hier nur noch Abschlussbilder, weil ich habe mir hier eine kleine Teststrecke aufgebaut und am Motto, ich fahre die eine Seite hoch, gehe einmal hier rum und fahre dann direkt wieder zurück. Und so kann ich jetzt meine Züge testen und da gibt es jetzt noch ein paar Ausschnitte zu und wir sehen uns gleich vor der Kamera wieder.
Ganz ehrlich, Leute, ich bin froh, dass ich mit dem Wendelbau fertig bin. Ich meine, die ersten 1, 2 Windungen, das war alles ganz witzig und spannend und hat auch Spaß gemacht. Aber für mich war halt Wendelbauen ziemlich stupide. Und nach der zweiten Wendung war das dann schon echt Quälerei. Und wie gesagt, 60 Stunden habe ich halt dafür in Summe gebraucht. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, du brauchst ja nicht dämmen, ja, brauchst ja nicht alle 3 Ecken einspeisen. Und wieso hast du auch nur jede Windung, Belegmeldung mal, Leute, ich bin so, ich will das. Klar sollte ich da nicht meckern, aber trotzdem ist Wendelbauen für mich eine total stupide Arbeit. Hat also nicht so Bock gemacht. Ja, ihr habt gesehen, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß auch an den Zugfahrten. Wobei, ihr habt es bei einer Zugfahrt gesehen, und zwar bei der Dampflok, bei der BR 95. Die hat ein bisschen geruckelt. Und es gibt auch tatsächlich Züge, die tun sich schwer. Und es gibt auch welche, die fahren gar nicht hoch. Beispielsweise, sage ich mal, so eine BR 50, da muss ich noch mal dran, ich sag mal, entweder eine zusätzliche Achse mit einem Haftreifen machen und vielleicht sogar noch ein bisschen was beschweren. Dann habe ich hier einen Rheingold-Zug mit einer BR 18. Die BR 18 selber fährt hoch, aber halt der Rheingold-Zug aus dem Jahr 28, sind ja 1928, also der erste Rheingold-Zug. Der ist beleuchtet, da sind die Wägelchen schwer zu ziehen, da muss ich mir halt dann nochmal anschauen, was ich da mache. Entweder schmeiße ich die Beleuchtungen raus und mache nur noch einen Kontaktpunkt. Das sind alles so Dinger, da muss man halt nochmal ran. Also wenn man Wendel baut, sollte man davon ausgehen, beziehungsweise man sollte schon so genau wie möglich arbeiten, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass alles wie am Schnürchen passt. Und man wird wahrscheinlich an den einzelnen Garnituren nochmal nachschrauben. Möglicherweise gibt es auch Garnituren, die fahren gar nicht hoch. Da muss ich mir halt eine andere Abstellung versuchen. Da muss man Kompromisse schließen. Ich habe den Anspruch, dass möglichst viel funktioniert, aber bei mir funktioniert auch nicht immer alles. Das will ich an der Stelle mal ganz deutlich gesagt haben. So, ihr Lieben, das war's wieder mal. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und schon werdet ihr automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.